Servus und habe die Ehre in meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr vorbeischaut. Heute möchte ich euch erneut einen Werkzeugtest präsentieren. Und zwar soll es diesmal gehen, ihr seht schon hinter mir stehen, um die Akku-Multifunktionsfräse DRT50 von Makita. Schönes kleines Teil, viele Vorteile, einige Nachteile, dazu später mehr im Test. Und ja, mein Test ist aufgebaut wie immer. Zunächst zeige ich euch die technischen Daten, die lese ich einfach vor, ein paar Anmerkungen dazu. Dann möchte ich euch das Gerät, das kleine schnuckelige Gerät, will ich ja schon fast sagen, mal vorstellen im Rundum-View, ein bisschen näher hinzoomen in der Aufnahme. Und ganz am Ende gibt es ein paar Fräsungen. Ich habe dazu auch das stelle ich im Video vor, mir spezielle Fräse für diese Oberfräse gekauft. Werto, ich verlinke auch das unten im Video. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das Teil fräst, was uns dazu auffällt. Vorab die Info, ich werde nicht gesponsert, auch dieses Video wird nicht von Makita in irgendeiner Form unterstützt, habe mir das Gerät selber gekauft. Einleitend, warum kauft man sich jetzt so eine Handoberfräse, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich habe auch eine größere Fräse natürlich, die Bosch POF 1400. Geiles Teil, übrigens auch dazu gibt es ein Video, verlinke ich euch oben jetzt. Aber man hat natürlich immer wieder das Problem, naja, du hast nur ein paar kurze Rundungen, die du machen willst oder Fräsungen, musst du das Riesenteil rausholen, aufbauen, dann brauchst du eine relativ große Auflagefläche für den Teller oder andere Anwendung. Das Teil hier kannst du natürlich mobil überall mit hinnehmen, so anhalten. Also durch die Kleinigkeit, also kleine Bauweise und vor allen Dingen auch durch die leichte Bauweise halt viel flexibler einsetzbar. Natürlich ist es kein Gerät oder kein Ersatzgerät für eine große Oberfräse, mit der du dann wirklich Menge ohne Ende fräsen kannst. Dafür ist es nicht gedacht und dafür habe ich mir das auch nicht gekauft. Mein Anwendungszweck zielt darauf hin, schnelle, kleine Arbeiten zu verrichten, flexible Einsatzmöglichkeit zu haben und dennoch ein hochwertiges Gerät in der Hand zu haben. Ja, ich würde sagen, so viel zum Intro. Im nächsten Schritt einfach mal die technischen Daten und dann kommt der Rundum-View. Ich wünsche euch viel Spaß, würde mich echt riesig freuen, wenn ihr dran bleibt. Auf geht's! Ja, die Variante, die ich euch vorstelle, ist quasi die Oberfräse mit dem Fräskorb. Es gibt dazu, wie so immer, sehr vieles noch an Zubehör. Ich stelle euch hier nur die Fräse an und für sich vor. Fangen wir mit den technischen Daten an. Also, das Modell DRT50. Bei mir wurde das Modell in diesem riesen Koffer hier geliefert. Ist eigentlich ein Koffer für Akkuschrauber, egal, in dem Koffer lag dann die kleine Akkuhandfräse, ist okay, habe ich noch einen schönen Makita-Koffer bekommen. Spannzangen Futterkapazität, ganz wichtig, welche Schäfte könnt ihr mit der entsprechenden Spannzange eben einbauen, das ist 6 mm, 8 mm oder 1/4 Zoll. In der Lieferung dabei ist sowohl 6 mm als auch 8 mm Spannzange. Ich arbeite jetzt nachstehend immer nur mit der 6 mm Spannzange. Drehzahlen regulierbar von 10 bis 30.000. Also 30.000 ist schon eine ordentliche Drehzahl. Ist über ein Stellrad regulierbar, sieht man dann in den Detail Views. Die Gesamthöhe wird angegeben mit 22,6 cm. Ich habe jetzt hier mal einen großen 18
Volt Akku eingespannt und da komme ich auf eine Gesamthöhe, das ist vielleicht sehr interessant, ohne ausgefahrenen Fräser jetzt natürlich, von ca. 26,3 cm. Also in Zwischenräume, die nicht größer sind, sagen wir mal 27 aufwärts, kommt man, glaube ich, ganz gut rein und kann damit dann auch noch hantieren. 18 Volt Gleitstrom, natürlich über den Akku, und das Nettogewicht dieser Akku-Handoberfräse ist 1,8 bis 2,1 Kilo. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum da immer 1,8 bis 2,1 steht. Wahrscheinlich ist das mit oder ohne Akku. In diese Aufnahme hier für die Akkus passen die üblichen Makita 18 Volt Akkus, die 1815N, 1820, 1830, 1840. Ich habe die 1850er Serie und ja, Ladegerät von Makita kennt ja ich. Ja, soweit zu den technischen Daten, weil gerade auch das Gewicht von 2 Kilo genannt wurde. Also ich empfinde jetzt sogar mit Akku das Teil echt leicht, also echt super leicht, sodass das für den Verwendungszweck, den man sich davon erhofft, natürlich optimal ist. Also echt 2 Kilo ist ja quasi nichts. Okay, dann gehen wir zum nächsten Teil meines Videos. Ich stelle die Fräse mal im Detail vor. Also, Detailansichten. Fangen wir von oben nach unten an, würde ich vorschlagen. Hier oben haben wir quasi Endriegelung, also den Motor quasi aktiv machen und auf inaktiv schalten. Finde ich ganz wichtig als Sicherungseinrichtung. Ihr tragt das Teil rum, nicht, dass man mal auf die Idee kommt, jetzt nehme ich das so und das läuft noch, wäre natürlich ganz doof. Von daher hier, ich hoffe man sieht es, quasi Power geben oder nicht Power geben und mit dem Knopf startet man den Motor. Ich simuliere das mal. Nächstes Detail natürlich Akku einlegen. So, und jetzt probiere ich mal zu fräsen. Es tut sich natürlich nichts, es ist noch nicht auf aktiv. Und sobald ich hier quasi entriegele, erscheint auch zugleich unten quasi ein Licht. Das ist hier unten verbaut, man sieht das, und wenn man damit nun fräst, dann hat man eben hier Licht dazu. Was ich jetzt gerade noch entdeckt habe, so, ich habe das jetzt am Laufen, jetzt kann ich fräsen, ich drücke jetzt nicht drauf, und es ist anscheinend so, wenn man ein bisschen das in der Hand hat und nicht damit fräst, deaktiviert sich das Teil wieder von selber. Also finde ich echt cool. Dann gehen wir an die Seite. Hier haben wir den Drehzahlenregler. Der regelt in 5 Stufen von 1, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 Umdrehungen. Also auch, wie man es eigentlich so kennt, Drehzahlregelung über ein Drehrad. Dann gehen wir zum Fräskorb. Der Fräskorb, ich nehme den jetzt mal ab. Fräskorb ist quasi dieses Teil hier, das ist der normale Fräskorb, es gibt da noch andere Fräskörbe dazu. Bietet letztendlich eine Führung mit Grundplatte. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 8,8 cm, also auch relativ schmal oder klein. Bedeutet, die Auflagefläche ist natürlich nicht so groß wie bei einer großen Oberfräse, aber auch klein hat natürlich viele Vorteile. Ich finde, die Größe optimal sieht man dann an den Fräsvorgängen. Dann hat dieser Fräskorb hier ein Zahnrädchen, das dann auch
letztendlich hier an der Oberfräse greift. Damit kann letztendlich die Höhe verstellt werden. Hier sieht man eine Angabe in Millimeter und auf der anderen Seite ist das Ganze in Inch angegeben. Die Montage ist ganz simpel: Verschluss öffnen, Oberfräse quasi einführen, Verschluss schließen und damit ist die Höhe auch arretiert, die dann hier unten abgelesen werden kann. Ich gehe jetzt mal in der Höhe, zack, fangen wir so her, damit man das sieht. So, ich hoffe, man sieht es. Jetzt kann man hier letztendlich ablesen, wie viel Überstand das ich hier unten eingestellt habe. Ich fasse mal wieder zurück. Okay, also der Verschlussmechanismus ist ein klassischer Klemmhebel, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es jetzt noch nicht so lange in Gebrauch, das Teil, dass ich sagen kann, ob das irgendwann ausleiert oder an Stabilität, Haltefestigkeit verliert. Die Frage kann ich jetzt leider gar nicht beantworten. Dann hier hinten haben wir eine Schraube, in der natürlich dann der ebenfalls mitgelieferte Winkel, ja, für Anschläge und so weiter montiert werden kann. Sieht man dann in meinen Fräsungen, wie der montiert wird und was man damit alles machen kann. Ebenfalls interessant ist dieses Teil. Ich habe es jetzt nicht ausgepackt, ihr seht es schon, weil ich das wahrscheinlich gar nicht ranschrauben werde, aber das wäre hier zu montieren und du kannst hier natürlich jetzt mit einem Staubsauger drauf, ich sage euch mal, den Innendurchmesser oder machen wir den Außendurchmesser, ja, 32 mm, wahrscheinlich genormt, könnte man quasi noch dazu bauen. Ebenfalls anbei sind natürlich diese zwei Schlüssel zum Spannen unserer Fräser. So, und wie geht das jetzt? Ich mache jetzt mal diesen Korb nochmal weg. So, und hier sieht man schon quasi diesen klassischen Arretierhebel. So, hier reindrücken. Jetzt könnte ich natürlich diese Schraube hier lockern, meinen 6 mm Fräser mit 6 mm Schaft rausnehmen und einen anderen einführen. Das machen wir jetzt vielleicht direkt mal, weil dann sieht man auch, wie die Spannzange ausschaut. So, ich hoffe mal, es ist natürlich schon gleich mal der falsche, weil der für die Gegenseite ist, also für hier. Ich gehe jetzt mal hierher. So, entferne jetzt mal das. So, dann ziehe ich mal meinen Fräser ab und hier sieht man dann diese Spannzange für 6 mm Schaft. Also die kommt hier einfach nur rein, wird hier quasi dann mit verschraubt, geht hier rein und der Fräser wird dann quasi fest. Ja, dann würde ich sagen, schraube ich das schnell wieder ran, damit wir da wirklich testen können. So. Schraube das mal rein, jetzt war es schon zu weit. So, ich schraube es jetzt mal so. Ich mache das jetzt mal nur mit dieser Schraube. Normalerweise, und das empfehle ich auch, aber dann kann ich nicht mehr filmen, halte ich diese hier noch gegen. Okay, also, auch das erklärt.
Ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Naja, Material. Ich bin jetzt kein Materialexperte, muss ich zugeben, aber das scheint mir stabil zu sein. Genauso scheint mir dieser Fräskorb stabil zu sein. Also innen, das ist irgendwie so eisern, das ist ein paar Plastiküberziehungen, aber ich wüsste jetzt nicht, was daran schlecht sein soll. So, ich füge das nochmal hier ein. So, lass aber nicht ganz runter, sonst steht es ja nicht mehr da. Okay, ja, das war eigentlich schon mal dieser Rundum-View. Und jetzt geht es an das, was wahrscheinlich die meisten interessiert. Ja, wie fräst jetzt das Teil? Wie laut ist es? Welche Geschwindigkeit ja, kann man gehen, wenn man drüber zieht? Hier vielleicht nur letztes Detail, das ist die Fräsrichtung, also in welche Richtung läuft die Spindel, in rechts rum quasi. Im Uhrzeigersinn würde ich jetzt sagen, ja, im Uhrzeigersinn. Okay, cool, dann auf geht's, ich baue mal ein bisschen auf und dann machen wir mal ein paar Testfräsungen. Ja, vielleicht bevor ich zu den Testfräsungen komme, möchte ich noch kurz vorstellen, welche Fräse ich mir jetzt gekauft habe. Also ich habe mir jetzt tatsächlich 6 mm Schäfte, also Fräse mit 6 mm gekauft. Warum? Ja, weil ich tatsächlich denke, dass das die beste Wahl ist. Kleines Gerät, würde ich jetzt auch ein bisschen kleinere Schäfte präferieren. Und man sieht, dieses Set, das ich hier gekauft habe vom Verto, ich verlinke es, hat jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Fräser, ja, mit verschiedenen Formen, Rundkopf, Nuten, Radien und so weiter. Ich fand es vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz okay, gibt da hunderte andere Anbieter, aber nur damit ihr wisst, welche Fräse verwende ich jetzt für meine nachstehenden Testfräsungen. Also Testfräsung 1, ich habe jetzt einen Fräser eingespannt, der mir hier quasi an die Stelle nur eine Abkantung um 45 Grad machen soll. Ja, Fräsmaterial ist Kieferholz, Fichtenholz, relativ leichtes Holz, leicht zu bearbeiten und ich versuche jetzt da mal drüber zu fahren. Also zunächst habe ich meinen Fräser hier eingespannt und ich taste mich jetzt einfach mal ein bisschen ran. Ich gehe jetzt zunächst einmal hier auf, sagen wir mal, 15 mm laut Skala, mache quasi frei, aktiviere die Spindel und dann so, sofort nach Abschalten bleibt das Ding stehen und schauen wir mal, das ist jetzt dumm, sieht man es? Ja, sieht man. Also absolut okay. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, ebenfalls wieder mit dem 45 Grad. Dazu, zack, gehe ich jetzt mal von 15 auf 20 mm, ist jetzt schon viel, aber schauen wir mal, was passiert. Wieder frei machen. Naja, also ich komme hier natürlich jetzt eindeutig zu tief, sieht man, aber die Fräse zieht durch, macht keine Mucken, passt. So, nächster Fräsvorgang, diesmal fräse ich einfach eine Rundung ran, auch hier wieder gleicher Ablauf, entriegeln, Licht geht an, starten.
machen. Und dann schauen wir. Ja. Man sieht, läuft problemlos drüber, ist natürlich eine Frage von der Fräserqualität. Ja, aber was kann ich dazu zeigen? Also die Fräser oder Fräsungen funktionieren einwandfrei. Ich möchte euch jetzt im nächsten einmal zeigen, wie man mit dieser Schiene arbeitet und dann versuchen wir mal eine Nut in ein Brett zu fräsen. Also Fräsung einer Nut. Ich habe jetzt hier mal meine Führung mit angebaut, die wird eben hier an dieser Schraube, die ich gerade vorhin erwähnt hatte, angeheftet. Hier über diese Schraube könnt ihr dann quasi variieren. Ich gehe jetzt mal so auf diesen Abstand hier. So, dann legt man das hier an und zieht durch oder hier, je nachdem, wie man es halt machen will. Fräser, was habe ich für einen Fräser drin? Fahren wir mal raus, damit man es sieht. Ich würde jetzt mal so sagen, gehen wir schon ein bisschen rein. So, sieht man den Fräser. Und was jetzt ganz interessant ist, hier hinten am Brett ist ein Ast. Der ist natürlich deutlich schwerer zu fräsen. Schauen wir mal, was passiert. Also wieder entriegeln, Licht geht an, aktivieren. Also, hat auch gut geklappt, aber man hat jetzt natürlich schon das erste Mal gemerkt, dass das Ganze mit deutlich mehr Anstrengung verbunden war. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, aber man sieht, das passt doch auch. Also, hat geklappt. Hinten am Ast hat man dann gemerkt, als die Belastung noch größer wurde, ging sie natürlich in der Drehzahl vom Geräusch her deutlich zurück, aber gut, das ist ja bei größeren nicht so. Aber man merkt schon an der Stelle, wenn ich jetzt öfter solche langen Nuten da fräsen möchte, da würde ich dann tatsächlich die etwas größere nehmen, also die große Oberfräse. Bei so kleinen, oder wenn ich jetzt sage, ich habe da nur eine Nut zu fräsen, ja, da würde ich diese Fräse nehmen. Fazit meines kleinen Tests. Die Handoberfräse von Makita Modell DRT50 ist ein idealer Helfer, wenn ihr Fräsarbeiten machen wollt, bei denen ihr mobil, schnell, flexibel sein wollt. Es ist ein idealer Helfer, wenn ihr wenig Platz habt oder Outdoor irgendwo an einem Balken oder Ähnliches arbeiten müsst. Sie ist sicherlich keine Lösung für jene, die sich darin den Ersatz für eine richtig große Oberfräse erhoffen. Dafür ist sie schlicht und einfach auch nicht gebaut. Das Einzige, was ich wirklich zu monieren habe, ist diese Geschichte, an der man den Anschlag anbringt. Das finde ich nicht so cool gelöst. Der Anschlag, zumindest hat er bei mir immer ein bisschen so gewackelt. Ja, wenn ich es weiß und langsamer durchfahre, ist es okay, aber das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich hier machen würde. Cool finde ich die Sicherheitsfeatures und eben das, was ich gerade vorhin schon erwähnt habe. Ja, wie immer danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe, ich konnte dem einen oder anderen in seiner Entscheidungsfindung helfen. Bedanke mich wieder fürs Zusehen und sage Servus und habe die Ehre aus der Oberpfalz.